Du fliegst in den wohlverdienten Urlaub, landest in einem fremden Land und steigst erschöpft in ein Taxi. Plötzlich durchzuckt dich ein Moment der vollkommenen Verwirrung, weil der Fahrer auf der vermeintlich falschen Seite des Autos sitzt und sich völlig selbstverständlich in den linken Gegenverkehr einordnet. Jeder Mensch, der schon einmal zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien oder zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan gereist ist, kennt diesen kurzen Schockmoment. Warum fahren einige hochmoderne Nationen strikt auf der linken Seite, während der große Rest der Welt unerbittlich auf der rechten Seite bleibt? Viele Menschen glauben, das sei schlichtweg ein dummer Zufall oder eine willkürliche Entscheidung von modernen Verkehrsplanern gewesen. Aber das ist ein weitreichender Irrtum. Hinter dieser unsichtbaren Grenze auf dem Asphalt verbirgt sich eine brutale Geschichte aus mittelalterlichen Schwertern, imperialen Eroberungen und dem formenden Einfluss von frühen Eisenbahnen. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum die rechte Hand eines Ritters die allerersten Verkehrsregeln der Menschheit diktierte. Wir klären, wie der französische Kaiser Napoleon Bonaparte den Straßenverkehr in Europa für immer spaltete und warum ein ganzes Land in einer einzigen Nacht um 5 Uhr morgens komplett die Seite wechseln musste. Wenn du die verborgene Geschichte hinter den alltäglichsten Regeln unseres Lebens verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um den Ursprung dieser globalen Spaltung zu verstehen, müssen wir viele Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen, lange bevor das allererste Auto überhaupt erfunden wurde. Stell dir das mittelalterliche Europa vor, in dem schwer gepanzerte Ritter auf ihren Pferden über bemerkenswert schmale, gefährliche Pfade ritten. Die überwältigende Mehrheit dieser Krieger war rechtshändig. Aus diesem grundlegenden Motiv war es schlichtweg logisch und überlebenswichtig, immer auf der linken Seite des Weges zu reiten. Wenn ein feindlicher Angreifer entgegenkam, konnte der Ritter sein schweres Schwert mühelos mit der rechten Hand ziehen und seinen Körper perfekt verteidigen. Zudem steigen fast alle Menschen von der linken Seite auf ein Pferd, weil das für Rechtshänder anatomisch wesentlich einfacher ist. Wenn man am linken Rand des Weges aufstieg, stand man sicher am Rand und nicht mitten auf der unberechenbaren Straße, wo man von anderen Reitern überrannt werden konnte. Deshalb war das Reisen auf der linken Seite für unzählige Jahrhunderte die unangefochtene Norm auf der gesamten Welt. Im 18. Jahrhundert begann sich diese eiserne Regel auf dem europäischen Festland jedoch drastisch zu verändern. Die Städte wuchsen rasant, der Handel florierte und die Straßen waren plötzlich voller riesiger Transportwagen, die von vielen Pferden gleichzeitig gezogen wurden. Der Fahrer dieser mächtigen Wagen saß nicht auf einem bequemen Kutschbock im Wageninneren, wie wir es heute von alten Postkutschen kennen. Er saß stattdessen fast immer direkt auf dem hinteren linken Pferd, um seine Peitsche mit der starken rechten Hand optimal über das gesamte Gespann schwingen zu können. Weil der Fahrer nun so bemerkenswert weit links saß, brauchte er freie Sicht auf den entgegenkommenden Verkehr, um tödliche Frontalzusammenstöße der breiten Wagen zu vermeiden. Deshalb zwangen diese schweren Transporter den gesamten Güterverkehr unweigerlich auf die rechte Straßenseite. Diese praktische Entwicklung wurde kurz darauf durch einen der berühmtesten Feldherren der Geschichte mit eiserner Härte zementiert. Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte marschierte mit seinen gewaltigen Armeen quer durch Europa und erzwang den Rechtsverkehr in ausnahmslos jedem Land, das er eroberte. Es ging ihm dabei nicht nur um einfache Logistik, sondern um die machtvolle Demonstration der französischen Dominanz über die besiegten Gebiete. Das britische Empire jedoch leistete erbitterten Widerstand gegen Napoleon und behielt seinen traditionellen Linksverkehr aus purem Stolz bei. Als die Briten ihr weitreichendes Weltreich aufbauten, exportierten sie diese linke Fahrweise in ihre zahlreichen Kolonien, weshalb Länder wie Indien, Australien und Südafrika bis heute auf der linken Seite fahren. Auf der anderen Seite des Atlantiks erlebten die Vereinigten Staaten von Amerika im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ihre völlig eigene Verkehrsrevolution. Die massiven amerikanischen Planwagen der Siedler wurden genau wie in Europa von der linken Seite aus gesteuert, was den Rechtsverkehr auf dem neuen Kontinent endgültig etablierte. Als Henry Ford im Jahr 1908 sein legendäres Modell T auf den Markt brachte, setzte er das Lenkrad fest auf die linke Seite des Autos. Weil dieses Fahrzeug ein so beispielloser weltweiter Erfolg war, zementierte es den Rechtsverkehr für die meisten modernen Nationen der Erde. Aber warum fährt dann ein hochmodernes Land wie Japan heute auf der linken Seite, obwohl es schlichtweg niemals eine britische Kolonie war? Die verblüffende Antwort liegt im späten 19. Jahrhundert, als Japan sein Land rasant modernisierte und sein allererstes Eisenbahnnetz aufbaute.
Die japanische Regierung heuerte britische Ingenieure für diesen bemerkenswerten Bau an. Diese Briten konstruierten die gesamten Züge und Schienen selbstverständlich für den britischen Linksverkehr, und als später die ersten Autos nach Japan kamen, passten sich die Straßen diesem etablierten System einfach an. Bevor sich diese klaren nationalen Linien endgültig bildeten, herrschte in vielen Teilen Europas ein lebensgefährliches Chaos. Im frühen 20. Jahrhundert gab es in Ländern wie Italien oder Österreich schlichtweg keine einheitlichen, landesweiten Gesetze für den Straßenverkehr. Auf den weiten ländlichen Straßen Italiens fuhren die frühen Automobile und Pferdekutschen unerbittlich auf der rechten Seite. Sobald die Fahrer jedoch die dicht besiedelten Stadtgrenzen von Rom oder Mailand erreichten, mussten sie urplötzlich und ohne jede Vorwarnung auf die linke Seite wechseln. Diese völlig absurde Regelung führte an den unsichtbaren Knotenpunkten der Städte unweigerlich zu verheerenden, frontalen Zusammenstößen. Erst in den 1920er Jahren beendete die italienische Regierung diesen fatalen Zustand durch ein eisernes Gesetz und erzwang einen landesweiten Rechtsverkehr. Ein bemerkenswert ähnliches Bild zeigte sich in Österreich, wo das Land durch eine unsichtbare Grenze förmlich in zwei grundverschiedene Verkehrswelten zerschnitten war. Erst im Jahr 1938 wurde die verbleibende linksfahrende Hälfte des Landes über Nacht gewaltsam auf die rechte Seite gezwungen. Heute fahren etwa 2/3 der gesamten Weltbevölkerung auf der rechten Seite, während das restliche Drittel auf der linken Seite bleibt. Aber diese weitreichende Entscheidung ist nicht für die unumstößliche Ewigkeit in Stein gemeißelt. Das Land Schweden fuhr bis in die 60er Jahre auf der linken Seite, während alle direkten Nachbarländer rechts fuhren, was an den eisigen Grenzen zu ständigen und katastrophalen Unfällen führte. Am 3. September des Jahres 1967 vollzog die schwedische Regierung einen beispiellosen und hochriskanten Schritt. Um exakt 5 Uhr morgens wechselte das gesamte Land in einer einzigen, straff organisierten Aktion von der linken auf die rechte Straßenseite. Straßenschilder, Ampeln, Busse und Millionen von Autofahrern mussten ihr gesamtes Verhalten in einer einzigen Sekunde komplett umstellen, was erstaunlich reibungslos funktionierte. Auch der Inselstaat Samoa wechselte im Jahr 2009 mutig die Seiten, allerdings von rechts nach links, um sich seinen wichtigsten Handelspartnern in Australien anzupassen. Ein weltweiter, völlig einheitlicher Wechsel ist heute schier undenkbar. Es würde unvorstellbare Summen kosten, die gesamte Infrastruktur der Erde umzubauen, alle Autos neu zu konstruieren und Milliarden von Fahrern völlig neu zu trainieren. Wenn du also das nächste Mal in einem fremden Land an einer Kreuzung stehst und die Autos auf der ungewohnten Seite an dir vorbeirasen, dann siehst du keine einfache Verkehrsregel. Du siehst ein lebendiges Stück Weltgeschichte, das von schwer bewaffneten Rittern, massiven Pferdewagen und alten Dampflokomotiven geformt wurde.